las orillas del río, hasta la selva inmensa y profunda. Guarda Paraguay, historias que el mundo admira, con valor se alza un pueblo que nunca se rinde. Hallo, heute sind wir im Jazz Cube hier in Asunción und mein Gast heute ist Carsten Pfau, deutscher Unternehmer und Fernsehmoderator, der seit inzwischen 28 Jahren in Paraguay lebt und investiert. Hallo Carsten. Hallo, wie geht's, Markus? Carsten, wie kam es dazu? 28 Jahre ist eine lange Zeit. Kannst du uns kurz sagen, wie kamst du nach Paraguay und was hast du vorher gemacht? Ja, ich bin nach der Uni, ich habe in Mannheim studiert in Deutschland und wollte eigentlich ein Jahr nur nach Paraguay, ein Jahr, 1,5 Jahre Spanisch lernen, ein bisschen vielleicht Auslandserfahrung auf dem Lebenslauf haben, nicht? Und dann wie das so ist, aus einem Jahr wurden 2, aus 2 wurden 3 und jetzt bin ich immer noch da, nicht? Und Wie hast du damals Paraguay auf dein Radar bekommen? Wie kam's dazu? Mein Vater hat mal Land gekauft über eine Agentur, einfach über eine Zeitungsanzeige, kaufen Sie Land in Paraguay, Wow. hat es dann gekauft, aber war nie hier, nicht? Also von Deutschland aus gemacht und viele haben das aus einem Freundeskreis einfach ein Stück Campo, wie man hier ja sagt, gekauft und dann auch irgendwann wieder verkauft. Aber so kam das, dass wir überhaupt Paraguay mal gekannt haben. Nicht? In welchem Das ist Jahr war das? Das war in den 80ern sicherlich, späten 80ern, frühen, späten 80ern. Und dann kam nach der sogenannten Wende in Paraguay, als dann die Diktatur ja vorbei war und dann der erste sogenannte demokratische Präsident war ja damals Juan Carlos Vaz Mossi. Und der hatte Wort verlauten lassen, dass er gerne internationales Investment hätte oder auch internationales Know-how. Und das kam über so 3 Ecken zu uns und haben gesagt, Mensch, wir haben ja da auch mal irgendwann Land gekauft, lass uns da mal hinfliegen. Nicht? War natürlich ein ganz anderes Land, das war 1993. Nicht? Dann 1996 bin ich dann hergezogen, nachdem wir ein paar Mal hier waren, für jeweils so 2, 3 Wochen. Wir, also mein Vater, mein Bruder und ich. Und es kam dann die Entscheidung nach der Uni. Ich wollte irgendwas machen, was nicht jeder macht, was ein bisschen exotisch vielleicht ist. Nicht viele gehen in die USA, Frankreich, England und so weiter, nicht, aber nicht unbedingt nach Südamerika und schon gar nicht nach Paraguay. Und das hat mich irgendwie gereizt. Ich habe gedacht, das machst du mal für ein Jahr und dann schauen wir mal, was passiert. Nicht? War das Farmland damals? Ja, es war Farmland. Das haben wir, wie gesagt, Das auch wieder heißt, verkauft. Dann Ja. einfach hätten wir mal behalten sollen wahrscheinlich. Aber eine Zeit lang wurde das ja ziemlich heftig in Deutschland promotet. Kaufen Sie Land in Paraguay. Das nicht? war damals so? In bestimmten Ja. Zeitschriften, Zeitungen wurde das stark Aha. beworben. Das haben dann viele, aber das ist ja ein ganz kleines Investment nur gewesen. Nicht? Das war jetzt nichts Besonderes. Das war nur fast ein Gag, dass man sagt, Mensch, wir haben auch noch was in Paraguay. Nicht? Also, Ja. Und als du herkamst, war deine erste Absicht, Farmer zu werden? Oder Nee. was war die Idee? Also ich dachte wirklich, ich bleibe hier mal ein Jahr und schaue mal ein bisschen. Habe dann auch das Land dann verkauft. Mein Vater ist leider zwischenzeitlich verstorben und es ging dann auch darum, das dann zu veräußern, was wir da hatten. Wir hatten zwischenzeitlich mit meinem Bruder zusammen auch noch mal mehr Land nachgekauft, auch das dann wieder sehr gut verkauft, aus damaliger Sicht sehr gut verkauft, aus heutiger Sicht bereut man es, dass man es verkauft hat, nicht, aber so ist es halt oftmals. Und dann dachte ich, jetzt schauen wir mal, was es so gibt in Paraguay. Nicht? Also ich hatte eher an Immobilien gedacht. Der Immobiliensektor hat damals gar nicht keinen Vergleich zu dem, was er heute ist. Nicht? Aber Ja. Wie war das damals, 1996, als du hierher kamst? ja, ganz anders. Also sehr, sage ich mal, eine sehr schwierige Zeit auch für Paraguay. Wenn du dich erinnerst, da gab es den sogenannten Corralito in Argentinien, die Finanzkrise in Argentinien. Die kam zwar ein bisschen später, aber es zeichnet sich schon ab. Das war die Zeit von Präsident González Macchi, ob du dich daran erinnerst überhaupt noch. Du bist ja noch jung, nicht? Aber Ich glaub, da war ich noch gar nicht hier. ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber es war ja eine Zeit, da ist ja der damalige Vizepräsident erschossen worden. Da gibt es auch viele Theorien drüber, aber sagen wir mal, er ist auf jeden Fall verstorben und der Präsident unter dem Druck der Öffentlichkeit zurückgetreten. Das heißt, damals ist dann der Senatspräsident zum Präsidenten geworden und das war eine Zeit der sogenannten Großen Koalition. Es gab keine Opposition, nicht? Und das war eine Zeit, in der das Land doch ziemlich abgedriftet ist, in den sogenannten Selective Default gegangen ist, seine Staatsschuld nicht mehr ganz hatte bezahlen können.
Und es war schon eine sehr düstere Zeit. Nicht? Aber Dazu die damals- Krise in Argentinien. Ja. Damals gab es einen Direktflug aus Deutschland, glaube ich, oder? Ich bin damals direkt gekommen, glaube ich sogar, aber es gab immer mal wieder Direktflüge, dann immer mal wieder auch nicht. Genau wie mit Miami und New York Ja, gab es mal eine Zeit lang Direktflüge, dann wieder nicht. Sonst über Brasilien nicht. Ich bin, glaube ich, noch mit Waspi gekommen, eine brasilianische Airline, die gibt es schon lange nicht mehr. Das war die Konkurrenz zu Varig, die gibt es glaube ich auch nicht mehr. Da sieht man, wie lange ich schon jetzt hier bin. Nicht? Und was hast du gemacht hier dann in den Anfangsjahren? Ich habe erst geschaut, auch ein bisschen Grundstücksan- und Verkauf. Nicht? Das zeichnete sich so ein bisschen schon ab damals, dass das vielleicht ein interessantes Segment werden könnte. Hatte sogar auch Artikel mal veröffentlicht, dass in Paraguay der Immobilienboom kommen muss, einfach aufgrund von, von Bevölkerungswanderung. Nicht? Die Leute vom Land in die Stadt wollen, weil sie da bessere Arbeit finden. Das hat es in anderen Ländern auch gegeben. Nicht? Und es hat nur ein bisschen länger insgesamt gedauert. Paraguay musste erstmal aus diesem Tal wieder rauskommen. Damals haben viele mir gesagt, ja, was willst du in Paraguay? Nicht? Da geht alles den Bach runter, dazu die Krise in Argentinien sieht nicht gut aus, aber da muss man halt dann durch. Nicht? Wie schwierig war es damals? Ich nehme an, die Anfangsjahre, man kennt es ja, wenn man von außen kommt, das ging mir ja auch so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber am Anfang ist es ja nicht so einfach. Nee, das war schon auch, man zahlt viel Lehrgeld. Nicht? Leider muss man sagen, man musste sich damals zumindest sehr vor den eigenen Landsleuten teilweise in Acht nehmen, die hier schon länger waren und dann Neuankömmlinge regelmäßig ausgenommen haben. Das ist mir leider genauso gegangen. Ja, Da hat das man war bei dir auch der Fall. ja, jetzt ausgenommen, klingt vielleicht ein bisschen drastisch, aber Ja, ja. man merkt halt dann mit einer Zeit, merkt man, da wurde man übers Ohr gehauen und da von den eigenen, nicht von Paraguayern, nicht? Das muss man ganz klar unterscheiden. Ob das heute noch so ist, kann ich schwer sagen, weiß ich nicht, hat sich viel geändert. Nicht? Es gibt ja viel deutsche Einwanderung, Österreicher, Schweizer sind viele hier in Paraguay. Ob das dann noch so ist, weiß ich nicht, aber damals war es so ein bisschen so. Nicht? Und, man muss sich vorstellen, ich musste damals noch ein Postfach mieten, weil man noch Briefe verschickt hat. Nicht? Ach so, Also klar, das da E-Mail war noch in den Internet Anfangs. noch in den Kinderschuhen. Ja. Wow, das war richtig schwierige Zeit. War eine Wie schwierige war's- Zeit, Wie ja. bürokratisch war das damals? Ach ja, bürokratisch, ich habe das eigentlich nicht als so schlimm empfunden, wobei ich habe damals meine Einwanderung, meine Cedula selber gemacht. Da hat man natürlich oftmals vor der Vitrine da gestanden und dann fehlte irgendein Dokument oder es war schon abgelaufen oder hatte nicht den richtigen Stempel. Das geht heute über die sogenannten Einwanderungshelfer ja viel schneller und in ein paar Tagen ist das Thema erledigt. Bei mir hatte das Monate gedauert und ich musste dann einen Freund, den Paraguayer, der da gut verbunden war, der hat das dann über, 2 Telefonate geregelt und dann da lernt man, Paraguay ist einfach ein Land, wo persönliche Kontakte wahnsinnig wichtig sind. Nicht? Da kommt man aber auch erst so langsam hin und ich muss auch sagen, ich kam natürlich mit der wirklich sehr deutschen Brille, das muss man sagen, und da hat erstmal überhaupt auch gar nichts funktioniert, nicht? Weil man nicht weiß, wenn man nicht weiß, wie die paraguayische Mentalität funktioniert oder wie die Logik so ist, dann läuft man schnell auf. Nicht? Und das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Nicht? Und die Sprache hast du relativ schnell gelernt? Ja, das ging eigentlich schnell. Ich bin hergekommen, ich habe an der Uni noch einen Grundkurs machen können. Uni Mannheim hat für fast jede Sprache irgendeinen Grundkurs im Programm, meistens von anderen Studenten, die das dann unterrichten. Ich konnte aber nicht mal einen ordentlichen Kaffee bestellen, nicht? Und habe mir aber 2, 3 Bücher gekauft und dann da ist vielleicht das deutsche Gehen wieder gut, dass man dann diszipliniert jeden Tag ein paar Wörter vielleicht einfach auswendig lernt und dann nach, ich würde sagen, 6 Monaten konnte ich mich dann halbwegs verständigen, nicht gut, aber immerhin. Heute bin ich im Fernsehen, nicht? Also ganz schlecht war es nicht. Gut, jetzt bin ich natürlich sehr, sehr lange hier mit einer Paraguayerin verheiratet, nicht? Da spricht man natürlich dann doch Spanisch jeden Tag. Am Anfang war das schwierig und ich habe als Ziel ausgegeben, wenn man den paraguayischen Fußballkommentator im Radio anfängt zu verstehen, dann hat man die Sprache gelernt. Ja, das ist ist, ein wer das guter mal gehört hat, Referenzwert, ja. ob das Brasilien oder Argentinien oder Paraguay, die kommentieren ja jeden Schritt, den der Spieler macht, so schnell. Wenn man dann dem folgt und wirklich weiß, was der da gerade erzählt, dann hat man die Sprache drauf. Ja. Wir kennen uns jetzt auch schon gut 15 Jahre, glaube ich. Bestimmt, ja. Die Zeit Haben reicht. Schach gespielt Ja. damals. Ich kann mich gut erinnern, damals, du hattest ein visionäres Projekt, du warst vielleicht sogar ein bisschen vor der Zeit. Das war du das wolltest Problem, damals einen großen Turm bauen hier, den Das stimmt, ja. V-Tower. Das Genau. war, ich kann mich erinnern, wunderschönes Dings und das war eine Zeit, da hat noch keiner hier ein Hochhaus gebaut. Also du warst wirklich ein paar Jahre vor dem Boom so ein bisschen. Ja, Wie das war stimmt. das damals? Ja, das kam so ein Projekt damals, das war auch in Verbindung, ich wollte erst nur ein Hotel machen.
hatte mit Hotelketten gesprochen und dann kam die Idee, warum machen wir da nicht auch noch Wohnungen rein in das gleiche Gebäude. Gibt es ja in verschiedenen Ländern ein Konzept, das durchaus ankommt. Und ja, wie du richtig sagst, es war halt in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, nicht? In einem schwierigen Umfeld, auch einfach wirtschaftlich. Nicht? Den Nachbarn ging es schlecht, Argentinien, Brasilien. Uns hier in Paraguay ging es makroökonomisch schlecht und dann Investoren zu gewinnen, die dann sagen, da gehe ich in so ein Großprojekt rein, war nicht so ganz einfach. Hatte dann fast geklappt sogar. Und dann kam die Finanzkrise mit Bernie Madoff und Co. und Lehman Brothers. Ja. Da sind die Investoren, die sich eigentlich schon eingeschrieben hatten, dann abgesprungen und dann haben wir das Projekt gecancelt. Wie du richtig sagst, kurz danach ging dann der Boom los, den man lange prophezeit hatte. Nicht? Das, heute, wenn man heute Asunción sieht, ist es ja gar kein Vergleich mehr zu, sag ich mal, Anfang der 2000er. Nicht? Wie war die Resonanz damals von Seiten der Behörden, von der Stadt? Hast du da positives Feedback gehabt? Das kommt drauf an. Also ich hatte sehr guten Draht zum damaligen Bürgermeister. Das war noch Martin Wurth, das ist schon sehr lange her. Nicht? Da war aber der Stadtrat dreigeteilt. Nicht? Da waren 3 Parteien im Stadtrat, die sich inzwischen dann so verstritten hatten, dass die untereinander überhaupt gar nichts mehr miteinander machen wollten. Das war sehr schwierig und es brauchte damals eine Erweiterung der Bauverordnung, die Gültigkeit hatte. Und diese Erweiterung hat über 2 Jahre gedauert. Sie wurde mir dann gegeben, aber es war dann, da hat man dann auch viel Zeit verloren. Und dann kam man in diesen Sog der Finanzkrise. Da war es halt nichts mehr. Die Erlaubnis ist immer noch gültig, heute immer noch, nicht witzigerweise. Aber gut, das war ja ein anderer Bereich Asunción, wo wir das machen wollten, circa nahe beim Olympia-Fußballclub, und jetzt hat sich ja Asunción in eine ganz andere Richtung entwickelt, nicht? Deshalb, und entwickelt sich weiter in andere Richtungen. Nicht? Und die Gegend, wo ich es mal vorhatte zu bauen, die ist heute nicht mehr so spannend. Nicht? Ich erinnere mich, du bist damals dann großteils wieder zurück nach Deutschland. Ich glaube für ein paar Jahre, oder? Ja, ich bin eine Zeit lang quasi gependelt. Nicht? Da war dann mein Hauptwohnsitz wieder Deutschland eine Zeit lang und war dann immer hier für, ich sag mal, zwischen ein paar Wochen und ein paar Monaten am Stück. Habe dann aber im Hotel gewohnt tatsächlich. Das war insgesamt unterm Strich sinnvoller und günstiger, als tatsächlich hier noch eine Wohnung zu unterhalten. Und so nach und nach, die Aufenthalte in Paraguay wurden dann immer wieder länger und länger und länger. Und dann wieder fest hier. Ich habe aber nach wie vor auch ein Haus in Europa, nicht? Im schönen Kitzbühel, du kennst es, in Tirol. Ja, aber du hattest dann gab es so ein bisschen kometenhaften Aufstieg, sage ich jetzt mal, oder? So, ich weiß nicht genau, was war der Startschuss oder wo war der Knackpunkt? Ja, war das Ecovita vielleicht? Nee, Ecovita kam viel später, also es war so ein bisschen die Idee geboren worden. Die Welt hatte sich ja geändert, muss man ganz klar sagen, nicht? Also als ich herkam, wollte von Paraguay überhaupt niemand was wissen, nicht? Da musste man bitten und betteln, damit einem einer überhaupt mal eine halbe Stunde zugehört hat, und wenn man sagte Paraguay, haben die alle nur gelacht und abgewunken. Dann hat sich aber die Welt geändert, nicht? Plötzlich war Paraguay ein Thema für viele Leute und ich gesagt, Mensch, da würde ich gerne investieren. Und dann, ich sag mal, für mich war so ein Schlüsselmoment, als wir eine Investmentfirma in Deutschland aufgemacht haben und gesagt, spezialisiert auf Investments in Paraguay. Nicht? Das war zu der Zeit, als du wieder zurück nach Deutschland bist? Genau, das da war ich länger. 2010 oder so? Ja, 12 sowas, haben wir dann eine Firma aufgemacht, die schwerpunktmäßig Paraguay promoted, beworben hat. Nicht? Deutsche GmbH oder was ist das? Ja genau, eine KG, aber egal, KG, eine deutsche Gesellschaft auf jeden Fall, die hatte dann den Vorteil, dass man halt Leuten, die grundsätzlich Interesse an Paraguay hatten, vermitteln konnte, gut, wir, besonders ich, aber wir, mein Bruder und ich, wir kennen Paraguay und wir kennen die Deutschen, sagen wir mal, im Großen, nicht? Wir haben auch Kunden aus Österreich und der Schweiz und anderen Ländern, aber im Großen und Ganzen, es ist ja immer, wenn man neu in ein Land kommt, und das ist ja uns genauso gegangen, da weiß man viel nicht. Jetzt, wenn ich dann da investiere, dann kann ich schieflegen, nicht? Das kann schief gehen. Und da ist es gut, wenn man jemanden hat, der da schon länger ist und vielleicht da die Erfahrung auch schon gemacht hat. Und das war so ein bisschen, sagen wir mal, ein neues Kapitel für mich persönlich, für uns als Familie, dass wir gesagt haben, wir bringen dieses Investment her, betreuen das, verwalten das. Und das hat dann so einen Schub gegeben. Das heißt, ihr habt Kapital eingesammelt in Deutschland über Aktien? Ja, über verschiedene Modelle tatsächlich, Bonds, nicht nur. Also Mischform? Also über Aktien, dann auch über Grundstücksverkauf, dass man einfach Projekte aufgeteilt hat und sagt, gut, wir machen in einem Fall, wir haben eine Orangenplantage gemacht und gesagt, die teilen wir einfach auf in 500 Einzelparzellen. Das war Ecovita? Nee, hat mit Ecovita immer noch nichts zu tun. Ja, das ist einfach eine Orangenplantage, die heute auch funktioniert und verwaltet, betrieben wird.
und so weiter und so fort. Und da hat man einfach Einzelgrundstücke verkauft und jeder Eigentümer ist Grundstückseigentümer und Okay. dadurch Teil der Plantage. Nicht? Dann Und danach später, kam Ecovita. danach kam dann, wir Danach haben kam weiter, Ecovita. wir haben mehrere Orangenplantagen gemacht. Ja. Nicht? Erst eine, die ist gut gelaufen, dann die zweite, die haben wir relativ schnell ausverkauft. Und dann nach der dritten Orangenplantage war Land erworben worden, wo ein Anteil, ich sag mal, starken Baumbestand hatte. Nicht? Und das ist ja heutzutage, gerade in der Gegend Paraguays, man darf ja nichts mehr abholzen, nicht? Das ist ja auch in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, was machen wir mit dieser, das waren ungefähr 75 Hektar, die übrig waren. Nicht? Also Ja. wir haben 600 Hektar gekauft, 75 davon hatten einen sehr dichten Baumbestand. Und gesagt, gut, das brach liegen lassen wäre fast zu schade. Uns kam dann die Idee, warum machen wir nicht einen Country Club mit Schwerpunkt Natur, Naturverbundenheit, Ecovita, nicht? Also italienisch, weil es ja in Nuova Italia, einem Ort, also Neuitalien liegt. Und dann Ecovita auf Italienisch ist eben das ökologische Leben, nicht? Und das kam gut an, haben wir auch gut verkauft tatsächlich. Ich erinnere mich, als ich herkam, sagten mir alle Paraguay Land der Orangen. Und ich konnte nirgends eine Orange finden. Die wird man importiert aus Argentinien. Das ist, ihr habt euch dann da wirklich in diese Nische gesetzt. Es gibt ja hier wenig Orangenanbau, Also oder? es gab früher den Spruch, vor allen Dingen in Argentinien, um Redundanz auszudrücken, man würde ja keine Orangen nach Paraguay bringen. Nicht? Das ist so, als wenn man sagt, Ja. ich will ja am Eskimo keine Eiswürfel verkaufen. Genau. Nicht so ähnlich. Das hat sich mit der Zeit gewandelt. Es gibt ja große Firmen hier, Frutica, deutsche Ja, Familie, Trosiuk, das sind ukrainische Einwanderer mal gewesen, die eine sehr große Firma aufgebaut haben, die großteilig die Orangen in Paraguay verwerten, nicht? Für Konzentrat oder für andere Produkte. Und was in die Supermärkte geht, ist dann tatsächlich zu über 80% importiert aus Brasilien, Argentinien. Nicht? Das Ja, muss es man wird sich hier vorstellen. sehr wenig. Obst und Gemüse fehlt, glaube ich, hier im Land, oder? Ja, in allen Bereichen. Ob das Tomaten sind, was man ja auch viel hört, da Ja, kommen viel Tomaten ja. aus Argentinien rüber. Viele Sachen würden hier gut gehen, einfach biologisch, nicht? Es wächst hier fantastisch. Aber die Leute sagen halt, ach komm, ich kaufe es in Argentinien und verkaufe es dann mit dem Spread weiter. Warum soll ich da mich groß einbringen? Nicht? Das ist so ein bisschen so eine Behäbigkeit, die man leider oft hier feststellt. Nicht? Du hast es sicherlich auch vielleicht schon erlebt. Und wenn man dann sagt, ja, wir machen das, dann ja. Siehst du da Potenzial für jemanden, der von außen kommt, Auf dass er jeden sich Fall. sozusagen eine Gemüse- oder Obstsorte sucht und da Auf in jeden die Fall, da Produktion gibt es, geht? glaube ich, viel Potenzial für den sowohl heimischen wie dann auch für den internationalen Markt. Man kann zum Beispiel daran denken, wir machen demnächst Erdbeeren mit dem Fokus, die dann Die eingefroren. produziert auch Erdbeeren. Noch nicht, aber Ja. bald. Wir haben ein Projekt im Bau. Und das soll sowohl Erdbeeren für den heimischen Markt produzieren, aber auch als gefrorene Erdbeeren als Exportprodukt. Nicht? Und das ist, glaube ich, Paraguay hat ja sehr günstige Steuern, sehr günstige äußere Umstände für Firmengründung und alles Mögliche. Nicht? Wir kommen ja aus Ländern, wo es ein bisschen schwieriger ist und die Steuern etwas höher sind. Hier hat man mit Steuern weniger Kopfschmerzen. Man versucht natürlich trotzdem zu optimieren, aber man hat weniger Kopfschmerzen. Und Paraguay, glaube ich, stellt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heute für über 100 Millionen Menschen Nahrungsmittel her. Hat nur 7 Millionen Einwohner. Nicht? Und die Tendenz ist ganz klar steigend. Nicht? Man könnte es verdreifachen und hätte immer noch Abnehmer weltweit und es ist kein Ende. Und oftmals, wenn man aus Europa kommt mit einer gewissen Disziplin, auch ein gewisses Fachwissen mitbringt, ist das Land sehr, sehr gut. Ja. Was macht ihr mit den Orangen? Verkauft ihr die in die Supermärkte? Ja, heutzutage fast geht alles in die Supermärkte und auch teilweise an die Saftindustrie. Da sind wir ja selber auch Teil der Saftindustrie, also einen Teil kaufen wir wieder dann selber. Und wir machen da jetzt gerade eine große Konzentratsfabrik. Ja. Die ist momentan im Bau und das wird ein Industriemonster, kann man sagen. Das wird ein relativ großes Ding. Aber alles um Konzentrat zu exportieren. Nicht? Das geht alles ins Ausland, fast 100%. Und die Produktion kommt, aber ist ausreichend, lokale Bauern sind da, die Ja, produzieren? da können wir schon, wir können ungefähr ein Drittel der paraguayischen Landesproduktion verarbeiten. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel, 80.000 Tonnen. Wir haben schon erste Absprachen mit argentinischen Produzenten, denen wir dann die ganze Ernte pauschal im Bausch und Bogen einfach abkaufen. Wow. Und dann alles, was wir lokal kaufen können, plus eigene Produktion. Nicht? Das ist dann, um die Industrie zu füttern. Und geht dann nur Orange oder kann man dann alle möglichen Früchte Nee, mit der wir gleichen Anlage machen, machen? wir machen Orange, Pampelmuse, was auch ein sehr begehrtes Produkt ist, Konzentrat und Limone, Zitrone. Da braucht man noch mehr, nicht? Da müssen wir noch mehr anpflanzen. Da hat Paraguay nicht genug. Für diese Firma sucht ihr Kapital auch, glaube ich, in Deutschland, oder? Oder Wir ist das schon wir haben Aktien ausgegeben, haben auch, Ja. glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, 120 Aktionäre aus Deutschland, hauptsächlich Deutschland in diesem Ja. Fall, auch ein
aus Österreich und der Schweiz, aber schwerpunktmäßig Deutschland, machen jetzt eine Aktienemission an der paraguayischen Börse. Hauptsächlich aber eigentlich nur noch, um operatives Kapital dadurch aufzubringen. Die Fabrik an sich ist eigentlich finanziert. Und wollen ein bisschen Pionier sein, was das ganze Thema Börse, Börsenausgabe angeht. Da ist Paraguay noch in den Kinderschuhen. Und, aber wo es in den Kinderschuhen ist, da ist Potenzial. Ne? Ja. Ihr macht ja Wasser, glaube ich, auch, oder? Mineralwasser haben wir auch. Ja. Nein ist die Marke. Jawohl, so ist es. Wo ist das oder wie sieht es dort aus? Das ist in Bella Vista im Süden Paraguays. Es gibt ja 2 Bella Vista, das ist im Süden Paraguays. Ist eine Quelle, die wir gekauft haben, die Wasser hervorbringen mit einem natürlichen pH-Wert von 9,6. Ja. Wer sich mit sowas auskennt, daher der Name Nein, Englisch 9, nicht? Das ist so ein bisschen ein Wortspiel. Ja. Wir haben dann das I durch das Y ausgetauscht, weil das Y in der Ureinwohnersprache Guarani Wasser bedeutet. Nicht? Nur der Buchstabe Y, Paraguay, das Y im Wort Paraguay bedeutet Wasser. Nicht? Und es ist auch ein Exportprodukt. Nicht? Paraguay hat ja einen Überfluss an Wasser. Wir haben ja zu viel, du weißt es. Wir haben mehr Wasser, als wir je trinken können oder verbrauchen können. Deshalb läuft ja die Landwirtschaft hier so gut. Aber Mineralwasser gibt es ja viele Firmen hier. Wird hier nicht so hoch angesehen wie zum Beispiel in arabischen Ländern, afrikanischen Ländern oder auch in den USA, die auf das natürliche pH ziemlich abstellen. Das heißt, ihr füllt in Plastikflaschen ab? Glas und Plastik, beides. Okay. Ja, beides. Und wie groß ist das oder wie viel Volumen macht ihr da? Ungefähr 1 Million Flaschen pro Tag ist unsere Kapazität. Das ist groß. Ja, kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht. Nicht? Wenn man ja. sich mit Evian vergleicht, die 1,7 Milliarden Flaschen im Jahr herstellen und wir können vielleicht 350 Millionen Flaschen im Jahr herstellen und absetzen. Nicht? Also so gesehen sind wir klein, aber wir sind nicht klein im Sinne, es ist kein Hobby, es ist schon ein richtiges Business. Ja. Exportiert ihr das auch? Jetzt haben wir angefangen zu verkaufen. Wir haben eine Firma gekauft, die eine sehr, sehr veraltete Fabrikanlage, eine Apfelanlage hatten. Die haben wir erstmal eingestampft, wie man so schön sagt, haben eine komplett neue Anlage gebaut. Die ist dann erst im letzten Dezember überhaupt fertig geworden. Und nachdem die Fabrik fertig ist, dann kommen die sogenannten Abnahmen. Nicht? Märkte, in die man exportieren möchte, die schicken dann einen Inspektor, zum Beispiel die Emirate, Vereinigten Arabischen Emirate, USA, Europa, die geben einem eine Zertifizierung. Wenn man die hat, darf man dann in die jeweiligen Märkte überhaupt erst exportieren. Nicht? Das haben wir jetzt auch fast fertig, aber schon eine relativ große Anlage. Wie schwierig ist es aus deiner Erfahrung heraus hier mit den Mitarbeitern und den Leuten? Wie viele Leute beschäftigst du? Jetzt knapp 300 tatsächlich. In der gesamten Gruppe? Insgesamt, ja. Also natürlich ein Schwerpunkt ist natürlich, weil wir viele landwirtschaftliche Investments haben, nicht? Sprich Plantagen und auch andere Sachen. Wo man natürlich viel, ich sag mal, ungelernte Hilfsarbeiter hat, wie man so schön sagt. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe festgestellt, dass das Schwierigste hier ist wirklich das Management, das Segment. Ich sag mal, der typische paraguayische Arbeiter, der ist eigentlich gut, er ist sehr bemüht. Muss natürlich ständig trainiert und motiviert werden, aber das ist, glaube ich, in anderen Ländern auch nicht anders. Hier ist ein bisschen das Problem, einen Geschäftsführer zu finden. Da sucht man teilweise relativ lange. Nicht? Weil die Leute, die hier die Ausbildung und die Fähigkeiten haben, um ein guter Geschäftsführer zu sein, die machen entweder ihre eigene Firma oder sind schon bei irgendwelchen Großfirmen, Konzernen beschäftigt und wollen da dann nicht weg oder ungern weg. Da haben wir sehr Mühe gehabt, Leute zu finden. Und wir haben auch in unserem Management-Level doch sehr viel Ausländer, muss man sagen. Nicht? Das heißt, die Leute auf diesen Management-Positionen verdienen dann auch ähnlich wie in Deutschland? Naja, man muss ja immer umrechnen. Nicht? Also wenn man in Paraguay, sag ich mal, $1.000 hat, dann ist es meiner Erfahrung nach, weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Erfahrung nach so, als hätte ich in Deutschland 5.000. Nicht? Einfach Kaufkraft und Bedeutung des Geldes. Nicht? Das heißt, wenn hier dann jemand in Dollar oder wie auch immer verdient auf einem bestimmten Level, man muss es immer mal 5 und netto rechnen, dann hat man das deutsche Einkommen. Deshalb, wenn ein Landarbeiter $500 verdient, dann sagt man, oh, das ist aber wenig. Man muss aber denken, das ist, als wenn in Deutschland ein Landarbeiter 2.500 € netto hätte. Nicht? Wo siehst du die Managementgehälter für die Geschäftsführer? Das ist ein bisschen, wir machen es immer so ein bisschen auch, dass es eine variable Komponente noch dazu gibt, wenn es gut läuft. Nicht? Das hat man aus den USA mitgebracht. Aber es geht so zwischen, ich würde sagen, zwischen 3.000 und 10.000 $, je nach Position und Verantwortungsbereich. Nicht? Also unter 3.000 ist es schwer, jemanden zu finden, der dann auch eine gewisse Ausbildung mitbringt. Dann gut, 10.000 ist dann schon das Top-Level, nicht?
Da bin ich ungefähr. Naja, nein, stimmt. Du hast ja auch eine andere Nische wieder, also vielleicht auf der Nostalgie von früher. Du bist da wieder zurückgekehrt in die Immobiliensparte. Ja. Machst jetzt nicht mehr den V-Tower, aber trotzdem den Tower. Ist es so ein bisschen noch eine alte Rechnung wieder aufzuleben und das zu machen? ist spannend, weil ich glaube, das Leben ist manchmal einfach sehr interessant. Nicht? Also ich habe eigentlich damals gesagt, ich mache nie wieder irgendein Hochhausprojekt. Ah, ja? Einfach, ja, weil man ist dann auch frustriert und sagt, das hat nicht funktioniert. Da hat man jetzt viel Herzblut, viel Energie, auch Geld Ja, reingesteckt. klar. Das ist Wie dann viele Jahre irgendwann. hattest du damals da Ja, wirklich? insgesamt, man 4, 5 könnte Jahre? durchaus, naja, man könnte argumentieren, ab dem ersten Moment Das war bis. die Vision schon da. Ja, das waren bestimmt 10 Jahre meines Lebens. Also ab dem Ja. ersten, da gab es natürlich noch nichts, dann wurde das alles entwickelt und so weiter, dann das Thema Stadtverwaltung und so weiter. Bestimmt 8 oder vielleicht sogar 10 Jahre, je nachdem, wo man den Schnitt machen möchte. Viel Geld investiert, was man dann ja nicht zurückbekommt. Nicht? Als Entwickler steckt man Geld rein und das Risiko ist, wenn es nicht klappt, gibt es dir keiner mehr zurück. Nicht? Und dann habe ich eigentlich gedacht, na sowas mache ich ja nie wieder. Nicht? Und dann habe ich für unsere Firma, die inzwischen ja doch sehr stark gewachsen ist, ein Grundstück gesucht, um ein Bürohaus zu machen, vielleicht mit 8 Stockwerken oder so, für uns selber. Ja. Nicht? Und man hat mir ein Grundstück angeboten, das war eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Nicht? Du kennst die Lage. Ja. Das ist eine sehr, sehr spezielle Lage in Paraguay, wo 2 der wichtigsten Alleen, wichtigsten Verkehrsadern aufeinandertreffen. Ich habe das Gebäude genau gegenüber gebaut. Ich weiß, du warst da Pionier, du warst Ja. nämlich ganz vorne schon dabei, das muss ich dir auch beglückwünschen. Du hattest die Vision schon, die ich damals noch nicht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, und dann hat man mir ein Grundstück angeboten und gesagt, gut, das interessiert mich. Ich habe lange überlegt, ob ich es kaufe oder nicht, einfach weil der Preis auch durchaus gesalzen war. Klar, Du weißt, welche Quadratmeterpreise Ja, heute ja, da aufgerufen werden. Ich überlegt, will ich das machen oder nicht. Dann haben wir es am Ende gekauft. Gedacht, das ist zu schade eigentlich, um jetzt nur so ein einfaches, kleines Bürohaus für uns selber zu machen, weil das einfach sowohl vom Preis einfach, man versucht ja dann den relativ hohen Grundstückskaufpreis auf möglichst viel Quadratmeter umzulegen. Wird dir heute wahrscheinlich ähnlich gehen, damals vielleicht nicht ganz so, aber heute sicherlich. Und dann kam so ein bisschen die gleiche Hotelkette, die schon mal mit an Bord war, Du hatte. hattest damals mit Marriott schon gesprochen? Ja, wir hatten auch schon einen Vorvertrag gemacht und alles Mögliche gemacht und auch gemeinsam wirklich das Projekt damals vorangetrieben, dann wurde es nichts. Nicht? Und hatte auch nicht die Idee wieder, nicht das Vorhaben, das wieder zu machen. Und, zufällig wieder, wenn man dann an Zufälle glaubt, nicht? Ich war auf einem Essen eingeladen, wo viele Leute waren und neben mir saß jemand, der sagt, ja, in einem ganz anderen Kontext, ja, und Marriott sucht ja auch nach jemandem, der gerne ein Hotel in der und der Gegend machen möchte. Und ich sage, Mensch, ich habe gerade ein Grundstück gekauft, wo ich überlege, auch vielleicht ein Hotel zu machen und ich suche einen Betreiber. Und der gute Mann hat uns dann zusammengebracht und haben mit den Marriott-Leuten gesprochen. Es hat dann über 2 Jahre gedauert, den Vertrag tatsächlich zu machen und zu unterschreiben. Und es wurde dann natürlich wieder nach dem alten Optimierungsansatz, was mir die Stadtverwaltung erlaubt, will ich natürlich versuchen auszunutzen, so viel Quadratmeter wie möglich zu bauen. Und dann sind wir wieder, dass wir sagen, gut, unser Büro wollen wir natürlich nach wie vor da haben, dann das Hotel und ein paar Wohnungen noch vielleicht drauf. Also das Konzept ist ähnlich wie damals gewesen. Es hat aber nicht damit zu tun, dass ich das unbedingt mache. Im Gegenteil, ich habe mich lange wie möglich gewehrt dagegen, weil ich gedacht habe, einfach aus der Erfahrung heraus, der Frustration von damals, man möchte nicht zweimal was machen, was dann vielleicht nicht funktioniert, weil man weiß es ja nie, niemand hat die funktionierende Kristallkugel, nicht wahr? Und dann hat aber meiner Meinung nach, das Leben wirft dir manchmal Bälle zu und wenn du sie nicht auffängst, bist du selber schuld. Wie groß wird es? Wissen wir noch nicht, da sind wir noch am Verhandeln. Wir sprechen auch mit der Stadtverwaltung. Heutzutage ist es ein bisschen anders als damals. Heute weißt, es gibt eine Mehrheit im Stadtrat. Die aktuelle Regierung, sei es auf Landesebene oder auch auf Stadtebene, Asunción, ist sehr businessfreundlich. Man möchte immer mehr. Man sieht ja, was im Moment für Hochhausprojekte hier ausgerufen werden. Nicht? Das ist schon tatsächlich beachtlich. Nicht? Gerade wurde eins mit 73 Stockwerken vorgestellt. Also nicht? Das ist größer, schon heftig. Ja. Ein anderes, was jetzt schon promotet wird, mit 55 Stockwerken, 200 Meter. Also wir sind da zwischen den 200 und 300 Metern. Was wir am Ende des Tages tatsächlich machen, wissen wir noch nicht. Tatsächlich. Da haben wir gute Architekten, die uns Marriott empfohlen hat, aus dem Ausland auch.
und sind am Analysieren. Es wird sicherlich was Interessantes werden. Wann hast du vor zu starten? Anfang nächsten Jahres? Ja, vielleicht Anfang nächsten Jahres. 25. Der Launch die offizielle Vorstellung wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres dann kommen, wenn wir dann wirklich wissen, was wir jetzt genau da machen wollen. Nicht? Also wir haben zwar schon eine relativ klare Vorstellung, aber es wird noch an Details gearbeitet und dann stellen wir es vor und wenn es gut läuft, wird es dann nächstes Jahr losgehen. Nicht? Dann wird wahrscheinlich ein schönes Projekt. Wir haben ja jetzt den Vertrag mit dem sogenannten JW Marriott, das ist ja die Linie von Marriott, die 5 Plus ist. Nicht? Das wurde mal von Marriott zu Ehren des Firmengründers gemacht, dessen Initialen ist JW, nicht wahr? Und ist die etwas Top-Linie 5 Plus. Nicht? Und ich glaube halt an Paraguay, an die Zukunft Paraguays im wirtschaftlichen Sinn, deshalb ein Luxushotel im 5-Plus-Sterne-Bereich mit fast 200 Zimmern. Nicht? Ist auch nicht da noch. Bitte? Gibt es eigentlich nicht heute. Nee, gibt es nicht. Und andere Hotelketten, die sicherlich das auch mal analysiert haben, sind noch nicht so weit. Die kommen dann sicherlich auch. Bis jetzt die Top-Hotels, die es gibt, die sind sicherlich im 4 Plus oder auch im normalen 5-Sterne-Bereich zu finden, aber dann das 5 Plus, dieses wirklich hohe Segment, das ist noch nicht vertreten. Nicht? Und das ist so ein bisschen, als Unternehmer muss man ja immer auf die Zukunft irgendwie spekulieren, nicht? In der einen oder anderen Form. Man kann Pessimist sein und trotzdem auf die Zukunft setzen oder man kann Optimist, ich bin immer der Optimist und ich gehe davon aus, dass es mit dem Land wirklich sehr, sehr gut weitergeht. Einfach das Paraguay hat eine starke Landwirtschaft, aber jetzt kommt die Agroindustrie. Nicht? Da sehe ich einen sehr großen Sprung nochmal in der Entwicklung. Dazu eine wirtschaftsfreundliche Regierung, sehr konservativ, nicht? Ob man das mag oder nicht, aber fürs Business ist es einfach positiv. Nicht? Und man hat keine bösen Überraschungen in Paraguay. Weil du sagst Agroindustrie, ihr habt ja auch eine Supermarktkette, glaube ich, in der Gruppe. Das Granja Direkt. Ja, das ist unser Versuch oder meine Vision war, ich weiß nicht, ob du Whole Foods kennst aus den USA, das ist eine Kette, die sich fokussieren auf, ich sag mal, Bio, auf Organic, auf Sachen, die gesund sind oder das zumindest sein sollten. Und das möchten wir so ein bisschen replizieren. Da ist Paraguay noch nicht unbedingt angekommen. Nicht? Da gibt es ein ganz kleines Segment, die auf sowas Wert legen, das dann aber hoffentlich wächst. Wenn man bedenkt, in Deutschland die Biomärkte wurden am Anfang belächelt, heute ist es eine Milliardenindustrie. Ist das Biomarkt oder organisch? Ja, das wäre so ein bisschen das Pendant dazu, Bio, Organic, nicht so in die Richtung zu gehen. Wie viel habt ihr da davon? Wir hatten 3 Stück, 2 haben wir jetzt wieder geschlossen, muss man sagen, weil einfach aus ganz anderen Gründen tatsächlich an einer Stelle hat uns die Stadt Asunción in dem Fall die Abbiegespur zugemacht. Konnten die Kunden nicht mehr da kommen. Der wird jetzt woanders neu aufgemacht. Aber das Ziel ist vielleicht 5 Märkte da zu betreiben, mehr nicht. Also nicht eine große Kette wie jetzt Super 6 oder so, die großen Leader hier, sondern einfach diese Nische zu besetzen, die Organic und die Bio-Geschichte. Unserem neuen Immobilienprojekt in Aldea wird es einen geben zum Beispiel, nicht? Das ist schon sicher und dann noch. Die Idee ist, mit 5 Märkten oder so gar nicht zu groß zu werden, sondern wirklich die Nische nur zu besetzen. Aldero, weil du es ansprichst, du hast ein sehr großes Projekt da außerhalb von Asunción Richtung San Bernardino auf über 1000 Hektar. 1600 Hektar. Der Launch war vor kurzem, ich war dort, war sehr schön. Das heißt, das ist sehr spannend und das dürfte was Langfristiges sein. Also da hast du bestimmt die nächsten 5 bis 10 Jahre zu tun. Davon würde ich ausgehen. Also ich denke auch, dass das uns bestimmt 10 Jahre beschäftigen wird. Ein Teil macht man schneller fertig. Das Projekt hat ja 800 Hektar mit sogenannten Amenities, ein Golfplatz mit 27 Loch, eine Lagune für Wassersport, eine Sportanlage mit allen möglichen Sportplätzen und so weiter. Das kann man relativ schnell herstellen, während die Häuser, es sind ja bis 5000 Häuser, die wir da dann vielleicht bauen wollen, die würden dann über einen längeren Zeitraum gebaut und vermarktet werden. Was ich auch gesehen habe auf deiner Webseite, du hast eine Stiftung, diese Promeco-Stiftung, das wusste ich nicht. Erzähl ein bisschen, was macht ihr da? Ja, die ursprüngliche Idee war tatsächlich, Ideen der freien Marktwirtschaft irgendwo zu verteidigen, zu implementieren. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit meiner Fernsehsendung, nicht wahr? Aber es ist schon so, dass Paraguay bei all dem Potenzial, bei all dem Wachstum hat es natürlich auch Leute, die da noch nicht angekommen sind, nicht? Denen es nicht so gut geht. Leider gibt es immer noch viele Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze aufwachsen und da ab und zu mal was zu tun, tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Das heißt, der macht soziales Engagement. Ja, ein bisschen. Ich stelle es nicht so in den Vordergrund.
Es ist immer ein bisschen, sage ich mal, es hat so zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn man als Unternehmer das Social zu sehr in den Vordergrund stellt, dann sieht es schnell nach Eigenmarketing oder nach irgendwas anderem aus. Da haben wir eigentlich nie groß drüber gesprochen, aber es ist sinnvoll, da ab und zu mal was zu machen. Es tut gut. Sagen wir mal abschließend jetzt, wir waren hier erfolgreich schlussendlich, aber wir beide hatten hier auch einen schwierigen Start in den Anfangsjahren. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand neu hierher kommt, dass es ihm nicht auch so ergeht, dass er die Anfangszeit, diese Anlaufzeit braucht? Welche Fehler sollte man vermeiden oder was würdest du machen, wenn du jetzt heute hier neu hierher kommst? Also erstens, ich weiß nicht, das ist in Österreich, gerade in Tirol, vielleicht ein bisschen anders als der typische Deutsche, und da zähle ich mich dann damals dazu, heute nicht mehr, kommt schon mit dieser Missionierungsbrille oftmals, nicht immer, aber oftmals nicht. Man sagt ja, man muss jetzt den Paraguayern beibringen, wie man es macht. Nicht? Da hat der Paraguayer aber meistens relativ wenig Interesse dran. Nicht? Und wenn es gibt diesen Spruch, wenn man mit den Wölfen lebt, muss man mit den Wölfen heulen. Man muss ein bisschen sich vielleicht anpassen. Durchaus auch eine Zeit sich nehmen, um zu lernen einfach. Nicht? Gar nicht groß sagen, ich mache jetzt hier den Schnellstart. Ich komme einfach her und wohne hier mal 6 Monate oder auch ein Jahr, wenn ich mir das natürlich finanziell erlauben kann. Nicht? Das muss ich schon können. Und dann muss ich einfach mich mal einbringen. Ich muss Spanisch lernen. Es gibt doch viele Leute, die Deutsch sprechen und seit 20 Jahren hier sind und immer noch kein Spanisch sprechen. Das überrascht mich immer ein bisschen, weil wenn man die Landessprache nicht spricht, dann ist es sehr schwer, sich irgendwie einzubringen. Und doch einfach mal nur zu hören, zu lernen, aufzunehmen, wie das Land funktioniert, welche Logik es hier gibt, die ist eine ganz andere als in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Nicht? Es gibt viele Vorteile, es gibt natürlich auch Schattenseiten, nicht? Und die muss ich einfach lernen mit der Zeit. Nicht? Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den gerade Europäer machen, dass sie immer kommen und meinen, ich finde jetzt hier ein spanisch sprechendes Deutschland oder ein spanisch sprechendes Österreich und das ist einfach nicht der Fall. Nicht? Die Polizei funktioniert hier anders als bei uns. Ein Klempner ist nicht unbedingt ein Klempner, nur weil er sich Klempner nennt. Du hast vielleicht die Erfahrung auch durchaus schon gemacht, nicht wahr? Und viele Sachen sind hier dann doch ein bisschen anders. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann ist es einfach. Und wenn du jetzt neu hierher kommst, wo würdest du deinen Investmentfokus setzen? Das ist immer so hängt ein bisschen vom eigenen Background auch ab, durchaus, nicht? Ich glaube, was heute ziemlich in Mode ist, einfach sich eine Wohnung kaufen und die zu vermieten, dann habe ich schon mal Einnahmen, nicht? Und das kann ich durchaus mit ein bisschen Hilfe so gestalten, dass es dann auch funktioniert, nicht? Und es gibt ja viele Wohnungen in Asunción, du bist selber Teil dieser Wirtschaft, dieser Industrie sozusagen, nicht wahr? Und dann kaufe ich mir halt eine Wohnung, die ich vermiete, dann habe ich schon mal monatliche Einnahmen. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich natürlich, je nachdem, welchen Background ich habe, vielleicht in die Landwirtschaft gehen, vielleicht in die Industrie, in die Agroindustrie investieren. Bei uns zum Beispiel, aber bei anderen Projekten nicht. Ich sage immer, investieren in Paraguay heißt ja nicht nur bei uns, nicht? Also es gibt viele Firmen, die sehr, sehr gut sind, auch teilweise mit Fokus Deutschland, Europa. Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht aufpassen, ob ich jetzt in Mikrochips oder so, weil da ist Paraguay einfach nicht das richtige Land. Nicht? Da gehst du nach Taiwan oder nach Südkorea, das können die einfach besser. Was durchaus auch interessant ist, kann man sich mal anschauen, ist Crypto-Mining, nicht? Weil Paraguay ja günstigen Strom hat. Es gibt ein paar Anbieter, die das halbwegs seriös tatsächlich machen. Da kann man dann durch Crypto-Mining auch mitmachen. Ich habe da ein bisschen was investiert, nicht viel. Nicht? Ich verstehe da nicht genug davon, um mich da groß einzubringen. Aber da gibt es viele, viele Sachen. Ich würde allerdings auch da erstmal Eile mit Weile, nicht gleich kommen und einen Tag später gleich irgendwas kaufen, sondern wirklich sich ein paar Monate Zeit lassen. Das muss ich einfach irgendwie einkalkulieren, das muss ich mir auch leisten können und dann investieren, nicht gleich am nächsten Tag. Danke, Carsten. Sehr, danke für die Einladung.